Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es von mir mal kein XXL-Video. Viele von euch haben sich in den Kommentaren Raffaellos gewünscht. Außerdem wollten einige auch mal sehen, wie das Ganze in Originalgröße funktioniert. Und deshalb machen wir das heute mal. Als erstes brauchen wir 1 bis 2 solcher großen Waffelblätter. Außerdem einen runden, etwa 3 cm breiten Ausstecher. Und damit werden wir jetzt zunächst 20 kleine Kreise aus den Waffelblättern ausstechen. Als nächstes eine kleine Schüssel mit kaltem Wasser bereitstellen, die Waffelkreise kurz ins Wasser tauchen, etwas abtropfen lassen und danach auf einem Gitter für 1 bis 2 Minuten zur Seite legen. Durch das kurze Eintauchen ins Wasser werden die Waffeln formbar, sodass wir sie jetzt mit Hilfe einer Cake-Pop-Form in Halbkugelform bringen können. Dafür die Rundungen der Cake-Pop-Form möglichst glatt mit den feuchten Waffelkreisen auskleiden und die überstehenden Ränder eventuell mit einer Schere abschneiden. Anschließend die zweite Hälfte der Cake-Pop-Form mit den Rundungen nach unten bündig auf die mit den Waffeln gefüllte Cake-Pop-Form setzen, etwas andrücken, so bleiben die Waffeln beim Backen in ihrer runden Form und danach im vorgeheizten Backofen für 12 bis 15 Minuten backen, bis die Waffeln wieder knusprig sind. So sehen die Waffeln nach dem Backen aus, etwas geschrumpft, aber immer noch in Form. Die Waffeln jetzt kurz zur Seite stellen und dann kümmern wir uns um die Creme. Dafür 75 ml cremige Kokosmilch, 50 Gramm Zucker und 25 Gramm Kokosmark in einen Topf geben, bei niedriger Hitze erwärmen und mit einem Schneebesen verrühren, bis sich Zucker und Kokosmark aufgelöst haben. Das Ganze sollte nicht köcheln, es reicht schon, wenn der Topf kurz heiß wird. Dann vom Herd ziehen, 175 Gramm Mascarpone dazugeben und die Creme anschließend mit einem Schneebesen glatt rühren. Sobald das erledigt ist, können wir die Creme in einen Spritzbeutel umfüllen, eventuell noch mal kurz kalt stellen, falls die Creme noch zu flüssig ist, und danach in die vorbereiteten Halbkugelwaffeln spritzen. Die Hälfte der gefüllten Halbkugeln jetzt mit einer blanchierten Mandel bestücken und die Cake-Pop-Form anschließend für etwa 1 Stunde in den Gefrierschrank stellen und fest werden lassen. Nach 1 Stunde Gefrierzeit sollte die Creme fest sein und wir können die Halbkugeln aus der Silikonform holen. Jetzt jeweils eine Halbkugel mit und eine Halbkugel ohne Mantel vorsichtig zu einer ganzen Kugel zusammendrücken und danach müssen wir die Raffaellos nur noch in Kokosraspeln wälzen. Dafür zunächst 100 Gramm weiße Schokolade schmelzen, 10 Gramm Palmin dazugeben, gut miteinander verrühren, bis die Schokolade schön flüssig ist und die Raffaello-Kugeln jetzt durch die weiße Schokolade ziehen, mit einer Gabel herausheben, kurz abtropfen lassen und zum Schluss in einer Schale mit Kokosraspeln wälzen. Das war's auch schon. So sehen die fertigen Raffaellos dann aus. Hier nochmal eins durchgeschnitten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.